Hallo, ich bin Anne Trieber vom Kinderclub Westend und dies ist unser Kanal Mal mit Molly. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Jetzt ist Herbst. Manchmal ist es tagsüber noch ganz warm, aber morgens setze ich immer schon meine Mütze auf. Meine Mütze ist grün. Welche Farbe hat deine Mütze? Du hast bestimmt schon gesehen, dass dort auf dem Waldboden etwas Komisches liegt. Was kann das sein? Genau, ein Igel. Ida hat sich gewünscht, dass wir heute einen Igel malen. Also malen wir einen Igel. Wenn du dir etwas Besonderes wünschst, was wir mal malen sollen, dann kannst du mir das gerne schreiben. Wir malen ganz einfach, sodass du mitmalen oder nachmalen kannst. Bevor wir anfangen, zeige ich dir noch ein paar Bilder aus einer Molly-Geschichte, denn dort kommt auch ein Igel vor. Bei Molly ist Herbst, genau wie bei uns. Mollys Mütze ist gelb. Molly kickt ein bisschen im Garten. Da hört sie auf einmal ein Geräusch. Es ist ein Igel, der da weint. Er ist noch ganz klein. Er schluchzt: Ich hab Hunger, wo ist meine Mama? Molly weiß erstmal nicht, wo die Igelmama sein könnte. Aber sie kann dem Igel schon mal etwas zu essen bringen. Wahrscheinlich hört er dann wenigstens auf zu weinen. Was fressen Igel eigentlich? Sie fressen Beeren. Molly pflückt Beeren. Und sie fressen Regenwürmer. Das kostet Molly etwas Überwindung. Aber was tut man nicht alles, damit kleine Igel nicht mehr weinen? Molly legt die Beeren und den Wurm vor den Babyigel. Und der hat jetzt erstmal gut zu tun. Nach dem Essen ist der Babyigel müde und will natürlich wieder zu seiner Mama. Er rollt sich zusammen und so kann Molly ihn vorsichtig herumtragen. Nicht so weit entfernt befindet sich ein Blätterhaufen. Der Blätterhaufen schnarcht. Also nicht der Blätterhaufen natürlich, sondern die Igelfamilie, die unter den Blättern schläft. Molly legt den Babyigel vorsichtig zu seiner Mama und geht zurück nach Hause. Heute brauchen wir zum Malen ein Papier, einen Bleistift und ein Radiergummi. Bei mir steckt das immer schon hinten auf dem Bleistift. Die Farben unserer Buntstifte sind heute aus der braunen Palette. Es reicht, wenn du neben einem schwarzen Buntstift ein dunkles und ein helles Braun hast und ein Orange. Außerdem brauchst du einen Pinsel, Wasser und das Braun aus deinem Farbkasten. Meins ist schon fast leer, aber wir brauchen heute nur ein bisschen Farbe. Als erstes malen wir den Körper. Der ist ein liegendes Oval. Für die Schnauze malst du eine gebogene Linie ab ungefähr hier und eine zweite gebogene Linie bis ungefähr zu dieser Stelle. Anschließend kannst du diese Linie wegradieren. Die brauchst du nicht mehr. Nun malst du mit Wasserfarbe den Körper aus und wartest, bis die Farbe getrocknet ist. Jetzt kommen das Auge, die Schnauze und die Beine. Wenn du die Stacheln malst, lässt du vorne den Kopf frei. Für die Stacheln des Igels nimmst du jetzt nacheinander deine verschiedenen Brauntöne und fängst mit der dunkelsten Farbe an. Hier ist erstmal das Schwarz. Braun Nummer 1, Braun Nummer 2 und zum Schluss das Orange. Fertig ist der Igel. Und jetzt malt Ida mit dir. Bist du bereit? Als erstes malst du das Oval. Jetzt kommen die beiden gebogenen Linien für die Schnauze. Nun weckt Ida die Wasserfarbe auf und malt den Körper aus. Wenn du fertig bist, lässt du das Ganze trocknen.
Das ist wichtig, sonst zerreißt mit den Buntstiften vielleicht dein Papier. Je nachdem, wie viel Wasser du verwendet hast, kann das Trocknen unterschiedlich lange dauern. Wenn dir langweilig ist, dann kannst du ja ein paar Hampelmänner machen, so wie Molly hier. Das ist ganz schön anstrengend. Also ich bin nach 1 Minute Hampelmännern immer vollkommen fertig. Idas Bild ist jetzt trocken. Deins auch? Dann können wir ja weitermachen. Ida malt jetzt das Auge. Die Schnauze. Und die Beine. Jetzt kommen die Buntstifte zum Einsatz. Der orange Buntstift sieht hier sehr rot aus. Das liegt daran, dass wir hier gerade kein optimales Licht haben. Aber glaub mir, das Rot ist ein Orange. Ida beginnt jetzt mit den schwarzen Stacheln. Denk dir eine unsichtbare Linie, an der du die Stacheln malst, damit der Kopf des Igels frei bleibt. Das war die erste Schicht. Nun kommt das dunkle Braun. Jetzt kommt das helle Braun zum Einsatz. Und jetzt nimmt Ida endlich das falsche Rot, das sich lustigerweise in ein Orange verwandelt. Hast du gesehen? Zum Schluss nimmt Ida nochmal den schwarzen Stift. Damit verdichtet sie das Stachelkleid des Igels noch ein bisschen. Du kannst ja mal schauen, ob dein Igel auch noch irgendwo Stacheln braucht. Jetzt schreibt Ida wie immer noch ihren Namen unter die Zeichnung. Und fertig ist das heutige Bild. Vielen Dank, Ida. Vielen Dank, dass du mitgemalt hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Siehst du, Molly macht noch ein paar Hampelmänner. Hast du mal nachgezählt, wie viele Hampelmänner du schaffst? Wenn du mehr über Molly wissen möchtest, dann kannst du auf unsere Seite mollyundlili.de gehen. Dort findest du auch Ausmalvorlagen für unsere Videos. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn du unseren Kanal abonnierst, denn dann können wir uns hier öfter treffen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.